Hallo Leute, heute gibt es das Unboxing vom Xiaomi Smart Band 8 und dazu habe ich auch noch den Running Clip bekommen. Wir fangen an. Gehen zunächst einmal in die Verpackung, die ist hier verschlossen. Einmal geöffnet, dann einmal hier die zwei Laschen, dann einmal rausziehen. Das ist schon rausgefallen, gucken wir uns kurz an. So, das ist einmal das Band selbst. Einfach aufziehen und dann halt im Müll, ist auch in Ordnung. So, hier ist das Band selbst. Ich habe hier schon eine Version hier, so sieht sie an, wenn sie verbunden ist. So sieht sie aus, wenn sie verbunden ist, genau. Dann packen wir einmal das Teil raus. Jetzt gucken wir kurz nach dem Kabel und ob noch mehr drin ist. Das ist in dem Fall ein USB-Kabel mit einem proprietären Stecker zum Laden. Das ist in dem Fall hier dieser Part, der wird dann magnetisch angeheftet und dann ganz normal in einen normalen USB-Lader reingesteckt. So, dann schauen wir mal gerade nach, ob wir hier auch noch was haben. Ja, da ist sogar noch was drin. Einen Moment. Ich vermute mal die Heftchen. Genau. Vom Grundprinzip Betriebsanleitung für das Band. So, mehr ist hier nicht drin. Dann haben wir jetzt noch das Running Clips für das Smart Band. Das öffnen wir uns jetzt auch einmal. Einen Moment. So, ist geöffnet. Ups, bisschen mehr geöffnet. So, dann holen wir das auch einmal raus. So. Hier ist wahrscheinlich auch wieder Beipackzettel, braucht man nicht, erstmal weg. Dann öffnen wir jetzt einmal kurz die kleine Verpackung auch noch. So. Dann schauen wir mal kurz hier noch rein. So. Okay. Das hier. Und okay, verstanden. Vom Grundprinzip kann man das dann an, Moment, hier den Knopf drücken und kann das an zum Beispiel im Gürtel bzw. Hosenbund dran stecken und dann festmachen. Ja. Das war es in dem Fall schon gewesen. Eine kurze Info noch am Rande. Ihr braucht für das Band eine neue App. Die App vorher war Mi Fit und wurde geändert in eine andere App, wo mir gerade der Name entfallen ist. Und die 8. Generation benötigt eine App, die nennt sich dann Mi Fitness, also wieder eine neue. Aber man kann die Daten aus der alten App synchronisieren. Das zeige ich euch dann alles in dem Einrichtungsvideo. Ja, das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.